USA, der ist nicht nur in unserem gegenseitigen Interesse, sondern ich glaube, er ist auch der Ausdruck einer tief verwurzelten Freundschaft. Und die basiert auf gemeinsamen Werten vor allen Dingen. Und deshalb war auch entsprechend voll und intensiv unsere Gesprächsagenda heute. Viele der Themen und Konflikte, die uns beschäftigen, lassen sich eben nur in enger amerikanisch-europäischer Abstimmung und Zusammenarbeit lösen. Und das wollen wir auch tun. Das ist zum Beispiel bei der Ukraine so der Fall. Ich war gestern mit meinem französischen Kollegen in Kiew und habe klargemacht, dass die neue Regierung, der neue Präsident unsere volle Unterstützung verdient, um den Reformkurs in der Ukraine fortzusetzen. Daran arbeiten wir im Übrigen auch gemeinsam im Rahmen der G7. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für die weitere Entwicklung in der Ukraine. Und das gilt auch für den Minsker Prozess, bei dem wir endlich wieder Fortschritte brauchen. Wir müssen den Stillstand überwinden und dazu wollen wir möglichst schnell auf unterschiedlichen Ebenen Gespräche im Normandie-Format. Und ich bin außerordentlich froh darüber, dass Präsident Zelensky gestern in dem Gespräch uns mitgeteilt hat, dass die Basis für diese Gespräche für ihn die Minsk-Abkommen sind und dass das Format für die weiteren Verhandlungen das Normandie-Format sein muss. Klar ist auch, wir brauchen dringend konstruktive Schritte von Russland, und zwar eben nicht nur in der Ukraine, aber vor allen Dingen dort. Wir waren uns heute einig, dass wir an Moskau klare Erwartungen haben. Und ich füge hinzu, dass wir auch an guten Beziehungen und an einem funktionierenden Dialog mit Russland Interesse haben, um internationale Konflikte zu lösen. Wir haben auch über China gesprochen. Das Land ist für uns beide nicht nur ein wichtiger Handelspartner, zu dem wir vernünftige Beziehungen brauchen. Es ist auch ein wichtiges Land mit einer großen Geschichte, das seinen legitimen Platz in der internationalen Ordnung hat. Richtig ist aber vor allen Dingen auch, mit den USA teilen wir als freiheitlich verfasste Gesellschaften viele Werte und auch Anliegen gegenüber China. Und ich habe auch noch einmal betont, dass es gerade für uns besonders wichtig ist, dass die internationalen Spielregeln von China eingehalten werden. Und dabei wollen wir, dass China international eine konstruktive Rolle spielt. Und das Stichwort hier ist seit langer Zeit Reziprozität. Und deshalb haben wir beide, glaube ich, ein Interesse an einem engen europäischen, amerikanischen Austausch mit Blick auf China. Auch der Iran war heute ein Thema. Die aktuelle Lage in der Region, aber auch die Nuklearvereinbarung mit dem Iran. Wir sind uns einig, dass wir einen Griff Irans nach Atomwaffen verhindern müssen. Es ist auch kein Geheimnis, dass wir dabei unterschiedliche Ansichten auf dem Weg dahin verfolgen. Ich habe noch einmal dargelegt, dass und warum aus unserer, auch aus europäischer Sicht der Erhalt der Nuklearvereinbarung die internationale Sicherheit erhöht und uns wichtig ist, solange der Iran seine Verpflichtungen aus dem Abkommen auch erfüllt. Und auch darüber werden wir im Gespräch bleiben. Das ist wichtig, denn klar ist, jede Einschätzung, und zwar egal von welcher Seite, betrifft auch unsere Sicherheit in Europa. Vielen Dank. Heiko, thank you. It's my great pleasure to be with you here today in Berlin at this beautiful place. I want to especially thank you and the German government for your understanding that I had to reschedule this trip. Ich möchte mich bei Ihnen herzlich für Ihr Verständnis bedanken, dass ich meine Reise beim ersten Mal absagen musste. Und jetzt bedanke ich mich dafür, dass wir jetzt so schnell wieder einen Ersatztermin gefunden haben. Wir begehen ja auch das Jubiläum des Mauerfalls und ich war damals hier in Deutschland stationiert und kann mich noch sehr gut an die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland erinnern. Und jetzt, 30 Jahre später, ein bisschen grauer als damals, bin ich wieder hier, um mit dem deutschen Volk zu feiern. Deutschland hat gezeigt, wie sehr es Freiheit hochschätzt. Und Deutschland ist ein Beispiel für alle zivilisierte Welt,
Es hat chinesische Muslims aufgenommen und Dissidenten unterstützt. Wir wollen gegen unlautere Handelspraktiken Chinas vorgehen. Darüber haben wir uns unterhalten, auch über andere Elemente der Beziehung zu China, gerade auch was das 5G-Netz und die Infrastruktur anbelangt. Da müssen westliche Werte verankert werden. Heiko hat auch gesagt, dass wir über Iran gesprochen haben. Wir freuen uns über die deutsche Entscheidung, keine Flug- und Landegenehmigung für Iran zu geben, weil diese Fluggesellschaft auch Terroristen befördert. Und wir wollen gemeinsam weitere Schritte unternehmen, um die iranische Zerstörung zu unterbinden. Der Einsatz von ballistischen Raketen zum Beispiel, die der einschlägigen UNO-Resolution widersprechen. Dann geht es auch darum, Hisbollah aus Deutschland zu verbannen, wie unser Verbündeter, das Vereinigte Königreich, das schon getan hat. Der Iran hat auch seine finanziellen Zusagen überhaupt nicht eingehalten. Es gab ja Vereinbarungen aus dem Jahre 2016 zu einem Aktionsplan. Dann geht es auch um die Ratifizierung eines internationalen Abkommens zur Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus. Aber wie zu erwarten von dem größten Förderer des Terrorismus hat Iran das bisher nicht getan. Ich fordere den Iran auf, unverzüglich all diese Abkommen zu unterzeichnen. Was Russland anbelangt, so begrüßen wir die deutsche Unterstützung für die Sanktionen aufgrund der Ereignisse in der Ukraine und angesichts der militärischen Aggression Russlands hoffen wir, dass Deutschland sich auch unseren Maßnahmen anschließt. Heiko und ich haben auch über Venezuela gesprochen und wir hoffen, dass wir da Fortschritte machen können. Und das venezolanische Volk verdient wirklich eine echte Demokratie. Wir wenden uns beide gegen die Zunahme des Antisemitismus. Und wir müssen hier auch entschieden vorgehen. Es ist ja so, dass hier Sicherheitsbedenken auch bestehen, aber niemand sollte dem Vorurteil weichen. Herr Außenminister Maas, ich bedanke mich noch einmal sehr für unsere produktiven Gespräche und ich freue mich auf die Gespräche mit Bundeskanzlerin Merkel später. Ja, vielen Dank. Wir haben Zeit für ein paar Fragen. Secretary Pompeo, do you consider the efforts Germany is undertaking with other countries to install a trade mechanism with Iran called Instex as a provocation? Will the United States fight this mechanism, and if yes, how? Und Herr Maas, können Sie Iran zusichern, auch gegen den US-Widerstand diesen Mechanismus ins Werk zu setzen? Und ist es dem amerikanischen Außenminister gelungen, Ihnen im Gespräch einen Plan zu verdeutlichen für die Zeit, nachdem Iran absehbar das Atomabkommen nicht mehr einhalten wird? Ich denke, wir haben das ganz klar gemacht, was den Handel mit dem Iran anbelangt. Es gibt Dinge, die mit Sanktionen belegt sind, andere nicht. Dort, wo es Sanktionen gibt, werden wir alles tun, um die amerikanischen Sanktionen zuzusetzen. Aber bei humanitären Gütern zum Beispiel gibt es keine Sanktionen. Ob das über Instex oder andere Mechanismen, die legal sind, fließt, da gelten diese Sanktionen nicht, aber ansonsten werden wir die Sanktionen umsetzen. Aber bei Instex, wenn es darum geht, die Bewegung von legalen Gütern zu erleichtern, dann okay. Der Sinn und Zweck von Instex, das ja auch bereits auf den Weg gebracht worden ist. Es geht dabei um die Organisation eines Zahlungsverkehrs für nach wie vor legale Geschäfte, von Medikamenten bis zu Hilfsleistungen und anderen lebenswichtigen Gütern, die auch nicht von Sanktionen betroffen sind. Und insofern ist das, glaube ich, auch unproblematisch. Natürlich werden wir
uns auch mit der Frage auseinandersetzen, wie es mittel- und langfristig weitergeht, auch wie strategische Fragen gegenüber dem Iran zu beantworten sind. Letztlich haben wir die gleichen Ziele. Wir wollen, dass der Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen kommt. Wir wollen, dass der Iran sich verhält zu unseren Vorwürfen, was das ballistische Raketenprogramm angeht. Und wir wollen auch, dass die Rolle, die der Iran in der Region spielt, in Syrien, aber auch im Jemen, so nicht bleibt. Wir gehen zurzeit unterschiedliche Wege, aber wir sind uns, glaube ich, darüber im Klaren, dass die Ziele immer die gleichen geblieben sind. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, diese Ziele auch gemeinsam zu erreichen. Francesco, AFP. Von AFP, Francesco. Thank you. First, Mr. Secretary, a quick Vielen question Dank, on those Herr reports saying that several Außenminister. key Eine North Korean Frage zu negotiators, den including Berichten, dass Mr. einige Biegun and your own wichtige counterparts, have been nordkoreanische executed or sent to labor camps Unterhändler after the entweder Hanoi Summit. exekutiert Do worden you have any sind oder ins confirmation or Arbeitslager comment about that? geschickt Are you concerned wurden about nach those dem reports? gescheiterten Gipfel. And then to Haben both Sie of da you on Informationen Iran, has zu? Germany Machen Sie offered sich or been Sorgen asked to angesichts dieser facilitate some Berichte? kind of Wie dialogue sieht es mit dem or Iran preliminary dann aus? discussions between Ist Tehran and Deutschland the US? aufgefordert, werden also vielleicht Vorgespräche zwischen den USA und dem Iran zu befördern? Also, welchen Bericht meinen Sie denn? Also ich habe da keinen gelesen, ich muss das erstmal nachprüfen. Dazu kann ich dann heute nichts weiteres sagen. Außerdem möchte ich auch nicht über private Gespräche, über die Aufnahme oder Nichtaufnahme von Verhandlungen hier kommentieren. Bei all den Fragen, die den Iran betreffen, ohnehin in einem außerordentlich engen Austausch. Wir telefonieren, wir haben uns vor wenigen Tagen erst in Brüssel getroffen. Und natürlich tauschen wir Informationen aus und natürlich reden wir auch darüber, wie es gelingen kann, die gemeinsamen Ziele, die wir nun einmal haben, auch zu erreichen. Das tun wir im Übrigen ja auch zusammen mit den anderen Partnern innerhalb der Europäischen Union. Und ich glaube, es ist gut, auch diesen Dialog zu haben und ihn auch zu nutzen, um gerade in einer sehr angespannten Situation in der ganzen Region möglicherweise auch dafür zu sorgen, dass Spannungen Stück für Stück abgebaut werden können. Die nächste Frage hat Michael Fischer, dpa. Ja, Michael Fischer, dpa, Mr. Secretary. Zunächst eine Frage an Sie zu Syrien. Es gibt Medienberichte, nach denen die USA eine Pufferzone in Nordsyrien planen zum Schutz der Kurden dort und dass sie sich dafür auch militärische Unterstützung Deutschlands wünschen. Wie konkret sind diese Planungen genau und welche Unterstützung wünschen Sie sich von Deutschland? Geht es dann nur um die ohnehin schon in Jordanien stationierten Tornado-Aufklärungsflugzeuge oder haben Sie andere Wünsche? Und Herr Maas, an Sie die Frage, wäre Deutschland grundsätzlich bereit, solche Wünsche zu erfüllen oder bleibt es dabei, dass die Tornados im Oktober aus Jordanien abgezogen werden, weil das Mandat dann ausläuft Ende Oktober? Und noch eine Zusatzfrage an Secretary Pompeo zu Nord Stream 2. Sind Sanktionen gegen deutsche Unternehmen, die an Nord Stream 2 beteiligt sind, immer noch eine Option für Sie? Ist diese Option immer noch auf dem Tisch oder planen Sie vielleicht sogar schon solche Sanktionen? I'll take your second question first. Ja, We never discuss sanctions before we roll them out. Die zweite Frage zuerst. Wir reden nie über Sanktionen, ehe wir sie verhängen. Dann zu den anderen Fragen. Bei Syrien streben wir eine politische Lösung an. Die Resolution 2052 ist dabei die Grundlage. Wir haben seit geraumer Zeit daran gearbeitet. Wir versuchen und haben die Hoffnung, Fortschritte zu machen. Dann wollen wir natürlich das Risiko der Gewaltanwendung reduzieren. Wir haben ja auch mit den Türken in Manlip zusammengearbeitet. Wir wollen etwas Ähnliches auch einrichten. Nennen Sie das nun Pufferzone oder
oder wie auch immer, dass das Risiko von Terroranschlägen aus Syrien in die Türkei ausschließt, damit die Türken nicht nach Süden vorstoßen. Daran arbeiten wir. Die USA hat ja Truppen vor Ort, die sind auch eingesetzt, um eine politische Lösung herbeizuführen. Und da bitten wir um die Hilfe unserer westlichen Verbündeten. Und was nun die Truppenstärke anbelangt, da müssen die entsprechenden Verteidigungsminister miteinander besprechen, wie genau die Stärke der Truppen aussehen muss im nördlichen Teil von Ostsyrien. Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten sehr eng ausgetauscht, was die Entwicklung in Syrien angeht, sowohl was den politischen Prozess mit dem Ziel, einen Frieden für dieses Land zu erreichen, aber auch natürlich über Fragen, wie der Weg dahin aussehen soll. Wir begrüßen es sehr, dass die Vereinigten Staaten sich entschieden haben, ihre Präsenz, auch wenn in anderer Art und Weise und anderem Umfang, vor Ort aufrechtzuerhalten. Das unterstützen wir. Und wir unterstützen die amerikanischen Bemühungen auch bereits jetzt, etwa mit den Tornados in Jordanien oder auch der Möglichkeit der Luftbetankung. Das ist durch das entsprechende Mandat des Bundestages bis Oktober ohnehin gegeben. Und alles Weitere wird im Bundestag zu entscheiden sein. Ich will aber noch einmal hinzufügen, dass wir es außerordentlich begrüßen, dass nach den Diskussionen, die stattgefunden haben, auch mit unseren europäischen Partnern die Vereinigten Staaten dort vor Ort ihre Präsenz aufrechterhalten werden. Und wir haben natürlich ein Interesse daran, dass das auch entsprechend begleitet wird. Und das tun wir, das können wir auch tun, weil wir ein Mandat dafür haben. Und über alles Weitere wird zu gegebener Zeit im Bundestag zu diskutieren und auch zu entscheiden sein. Guy Taylor, Washington Times. Von der Washington Times, Guy Taylor. Herr Außenminister Pompeo, könnten Sie uns vielleicht sagen, wie Sie die Herausforderung eines zunehmenden chinesischen Einflusses sehen? Ist da wirklich die Möglichkeit gegeben, mit Deutschland gemeinsames Terrain zu finden, trotz Meinungsverschiedenheiten in anderen Bereichen? Sind Sie zuversichtlich, dass Deutschland Maßnahmen ergreifen wird im Bereich 5G-Netze, auch gegen chinesische Unternehmen, zum Beispiel Huawei, selbst wenn China dann vor die WTO zieht? Und eine Frage an Außenminister Maas. Wir wissen, das ist bisher bei Ihnen noch nicht ausdiskutiert worden, aber wird die Regierung Merkel chinesische 5G-Unternehmen wie auch Huawei einschränken? Dann noch das Thema Ukraine. Sie haben die Ukraine ja besucht. Wurde dabei auch über Nord Stream 2 gesprochen? Und welche Zusicherungen haben Sie gegebenenfalls der ukrainischen Führung gegeben, wenn sie nicht draußen vorstehen soll, wenn Deutschland diese Pipeline verfolgt? Ja, wir haben eine ganz eindeutige Strategie gegenüber China. Es geht natürlich um wirtschaftliche Verflechtung, aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA, aber auch Europas und westlicher Demokratien weltweit. Wir haben da eine Strategie, die verschiedene Maßnahmen umfasst. Einmal, das haben Sie ja schon gesehen, wir wollen sicherstellen, dass Netzwerke, in denen amerikanische Information fließt, vertrauenswürdig sind. Wir wollen sicherstellen, dass die Information nicht in Händen der chinesischen kommunistischen Partei landet. Das ist ganz klar. Wir wollen das machen für die amerikanischen Systeme innerhalb des eigenen Landes. Präsident Trump hat ja vor 2,5 Monaten eine Entscheidung zu Huawei getroffen, aber die Herausforderung ist noch viel größer. Wir müssen auch unsere Freunde informieren und aufklären über diese Risiken. Die machen natürlich jeweils ihre
souveräne Entscheidung und Außenminister Maas kann sich auch dazu äußern. Aber wir sprechen ganz offen die Risiken an. Und bei Huawei haben wir die Befürchtung, dass es überhaupt nicht möglich ist, das in den Griff zu bekommen. Wenn die ein 5G-Netz erstellen, ist das unserer Auffassung nach kein vertrauenswürdiges Netz. Und dann haben wir natürlich auch enge Partner, die auch amerikanische Informationen bekommen. Also das müssen wir bedenken und wir müssen auch unser Verhalten ändern. Wir können ja nicht zulassen, dass private Daten aus den USA oder sicherheitsrelevante Daten durch Netze fließen, denen wir nicht vertrauen. Was China angeht und die Huawei-Frage, wie Sie wissen, hat die deutsche Bundesregierung sich dazu entschieden, hohe Sicherheitsstandards zu formulieren bei der Frage der Versteigerung der 5G-Lizenzen. Wir werden nicht bereit sein, gegenüber Unternehmen, die diese Sicherheitsgarantien nicht in der Lage sind zu erfüllen, eine entsprechend positive Entscheidung zu treffen, völlig unabhängig davon, um welches Unternehmen es sich handelt. Wir verfolgen die Debatte um Huawei sehr, sehr intensiv. Wir haben durchaus Bedenken. Letztlich muss sich jeder, der innerhalb dieser Versteigerung ein Angebot unterbreitet hat, sich den Sicherheitsgarantien stellen. Wenn er sie nicht erfüllt, hat er wenig Chancen, den Zuschlag zu erhalten. Wir sind auch der Auffassung, dass, und das tun wir zusammen innerhalb der Europäischen Union, wir Reformen in der WTO brauchen, insbesondere auch mit Blick auf China, weil die WTO sozusagen marktwirtschaftliche Grundlagen hat, die nach unserer Auffassung durch den Staatskapitalismus in China nur bedingt abgebildet werden. Und deshalb bedarf es dort Reformen. Wir unterstützen das. Ich hatte das auch vor einiger Zeit mit Herrn Lighthizer in den Vereinigten Staaten besprochen. Und wir sind uns eigentlich in der Europäischen Union auch einig, dass wir dort auch gegenüber China sehr intensiv und nachdrücklich auf eine Reformagenda für die WTO drängen. Das Thema Nord Stream 2 ist in Kiew gestern bei meinem Gespräch mit Präsident Zelensky kein Thema gewesen. Vielen Dank. Thank you very much. Okay. Meine Damen und Herren, das waren die Bilder von dem Zusammentreffen der beiden Außenminister Deutschlands und der Vereinigten Staaten. Und wir müssen zugeben, das war sehr viel mehr, als wir erwartet hatten, also rein journalistisch gesehen. Eine